Heute geht es um moderne Technik auf Camping- und Stellplätzen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Um was geht es genau? Und zwar sind wir im letzten Sommer unterwegs auf verschiedenen Stell- und Campingplätzen gewesen und haben dabei festgestellt, dass die Technik natürlich auf Stell- und Campingplätzen auch immer weiter voranschreitet. Also die Digitaltechnik, muss man sagen. Es gibt jetzt Eincheckautomaten und. Alles diese Dinge muss man natürlich irgendwie erklären. Und ich habe ein Unternehmen gefunden, die sowas herstellen und die bereit waren, dort einmal einen Einblick zu bieten, wie das Ganze funktioniert, was es für Produkte gibt und so weiter. Diese Firma habe ich besucht und habe dort einiges an Informationen bekommen und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Das Ganze passte gut zu unserer Reise hier nach Spanien. Bin ja aktuell in Spanien und wir haben das Unternehmen auf unserer Reise hier nach Spanien angefahren. Und zwar ist das in der Nähe der A31. Ja, ich weiß gar nicht genau, wo der, bei Coesfeld da irgendwo in der Nähe. Und dort haben wir diese Firma besucht. Das ist jetzt hier keine Werbesendung für eine Firma, sondern es geht um Informationen. Informationen über Technik, die wir hier alle Camper auf den Stellplätzen immer wieder mit konfrontiert werden, mit denen wir umgehen müssen. Und da bin ich der Meinung, da bekommt man die besten Informationen direkt vom Hersteller. Das muss ich noch kurz berichtigen, und zwar Coesfeld, in der Nähe von Coesfeld ist nicht ganz richtig. Der Ort liegt nördlich von Dorsten und heißt Schermbeck, liegt nicht weit entfernt von der A31. Dort ist die Firma Camperclean ansässig. Wir konnten mit unserem Mobil auf dem Firmenparkplatz parken und sind dann ins Gebäude gegangen. Dort sind wir empfangen worden vom Chef des Unternehmens. Den ersten Kontakt hatten wir mit Frederik, er ist hier im Unternehmen beschäftigt. Ja, ich stehe jetzt hier bei der Firma Camperclean und neben mir steht der Chef, das ist der Ralf. Ralf, erzähl, was macht ihr hier? Ja, was machen wir hier? Wir kümmern uns eigentlich um alles, was das Thema Camping, Reisemobilstellplätze anbelangt. Das heißt, alles, was ich für die Infrastruktur brauche, ob das eine Schranke ist, ein Check-in-Terminal, Stromversorgung, Sanitärgebäude, also eigentlich alles, was ich als Platzbetreiber brauche, um einen Stellplatz zu betreiben, das ist unser Metier. Zusätzlich aber auch Service, das heißt, wir lassen unsere Kunden auch nicht alleine, wir kümmern uns auch um Wartung, Service, alles, was dazugehört. Ja, ich glaube, das ist das Hauptstück hier oder das ist der Eincheckautomat oder wie bezeichnet? Ja, wir sagen mal Check-in-Terminal, im Ausland sagt man Kiosk mittlerweile dazu, aber das ist eigentlich ein Gerät für ein Self-Check-in. Also wir haben Sachen, wo man immer noch analog einchecken kann, wo jemand an der Rezeption ist. Hier geht es aber eigentlich eher darum, dass Gäste 24/7 einchecken können, wenn man will, weil wir ja nicht immer Personal vor Ort haben. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, das zu machen. Und das ist jetzt ein Check-in-Terminal, der jetzt vor Ort steht. Da kann ich dann selber meine Daten eingeben, kriege eine Karte und mit der Karte kann ich dann durch die Schranke fahren, kann Gebäude öffnen, Müllplatz, so ein Beispiel, Strom bezahlen. Das läuft dann alles über eine Servicekarte. Okay. Also ich glaube, den Check-in-Automaten, den kennen schon viele. Ich jedenfalls habe den schon häufiger gesehen, gibt es schon auf einigen Stell- und Campingplätzen. Das ganze System wollen wir nicht von vorne bis hinten erklären, aber Ralf, du hast was Neues, was jetzt hier geht, und zwar das ist... Ja, also wir haben lange nach Lösungen gesucht dafür, haben das dann letztendlich selber entwickelt und man kennt viele Buchungsportale, das ist alles schön und gut mit den Buchungsportalen, das ist auch keine Raketenwissenschaft. Wir haben jetzt überlegt, wie kann ich denn ein Buchungsportal kombinieren mit der Hardware, die vor Ort ist, weil da muss ja irgendwas raus passieren. Und dazu haben wir die MyStop24 entwickelt. Das gibt es als App, das kann man aber auch übers Internet nochmal sich einloggen. Also mystop24.de ist das. Also über den Browser? Über den Browser, geht also beides. Ja. Bequemer ist es über Smartphone und der Vorteil ist, normalerweise müsste ich mich jetzt hier anmelden. Ja. Und je nachdem, wo ich bin, muss ich, weil die Stadt das so möchte, meine ganzen personenbezogenen Daten eintippern. Ja. Das kann mal ein paar Minuten dauern, bis ich damit fertig bin. Ja. Und wir haben das so gemacht, dass ich im Endeffekt das einmal auf meinem Smartphone eingerichtet habe. Und wenn ich jetzt hier auf diesen MyStop Quick Check-in gehe, brauche ich nur noch den QR-Code zu scannen
Oder wenn ich mein Smartphone nicht benutzen möchte, kann ich hier manuell einfach meinen Buchungscode eingeben. Also ich habe einen bekommen, also per E-Mail oder wie auch immer, einen Buchungscode bekommen oder über die App. Genau. Und den kann ich hier eingeben und bin damit eingeschickt. Ja. Der Vorteil bei der App ist aber, dass ich, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto und möchte mal im Umkreis von 100 Kilometern oder 50 Kilometern wissen, ob irgendwo ein freier Platz für mich ist, den ich auch direkt buchen kann, kann ich das direkt aus unserem System heraus machen. Ja. Und der Platz ist dann für mich auch blockiert. Ja. Das heißt, ich sage mal ein Beispiel, wir haben 50 Plätze und da sind jetzt nur noch 2 Plätze frei. Dann kann ich auch in der Anreisezeit sagen, so, ich komme eine Stunde später, bitte den einen Platz möchte ich gerne haben. Ja. Dann können hier vor Ort dann auch keiner mehr einchecken, weil der Platz ist dann voll. Schön. Ja. Gut, okay. Das Ganze ist neu, kann ich aber schon nutzen. Ja, wir haben die ersten 4 Testplätze jetzt gestartet, dieses Jahr im April. Ja. Tests sind jetzt abgeschlossen und jetzt wird das nach und nach ausgerollt. Ah ja, okay. Das heißt, überall, wo diese Geräte dann sind, habe ich dann auch die Möglichkeit, das über diese App. Ganz genau. Diese App, das werden wir mal einblenden, wie die heißt und so weiter. Das machen wir dann später. Ja, was ich dann bekomme hier in dem Fall ist, ich bekomme eine RFID-Karte, die wird mit einem Guthaben beladen. Ich habe das jetzt mal vorbereitet. Ja. Das heißt, nachdem ich eingecheckt habe, fragt er mich, ob ich eine Servicekarte haben möchte. Ja. Auf die Servicekarte kann ich, sag mal, 10 € laden. Ja. Und damit kann ich jetzt nicht nur Türen öffnen, sondern ich kann damit auch an so einer Säule Strom bezahlen. Aha. Und bei uns das Besondere, ich buche, man kennt das vielleicht vom Münzeinwurf früher noch, ich buche jetzt einfach auf so eine Steckdose hier Beträge und kann jetzt hier von mir aus 10 € drauf buchen. Ja. Am Tag, wo ich abreise, kann ich immer Restbeträge, gehe ich wieder hier drauf, bitte das Guthaben zurückbuchen. Dann habe ich immer die Restbeträge wieder auf der Karte. Und wenn ich die Karte beim Auschecken sozusagen zurückgebe, kriege ich das meinem Kartenkonto wieder gut geschrieben. Ja, richtig, also ich zahle nur das, was ich wirklich auch verbraucht habe. Sowas gibt es inzwischen auch bei Wasserentnahmestellen. Genau. Habt ihr, glaube ich, auch gemacht. Das gibt es für Wasser, für Dusche. Für alles. Das heißt, ich zahle nicht mehr, als ich genutzt habe. Ganz genau. Ja. Also unser Ziel ist nicht, die Gäste zu gängeln, sage ich immer, sondern wir möchten eigentlich, dass jeder das so nutzen kann, wie er gerne möchte. Ja. Aber es muss dann auch eben bezahlt werden. Ja, okay. Ja. Wunderbare Sache. Ja, du hast hier noch mehr stehen, sehe ich. Erzähl, was ist es? Ja, also wir haben jetzt so eine ganze Range hier, aber ich brauche natürlich nicht alles für jeden Platz. Richtig. Eigentlich ist das ein gutes Beispiel. Es gibt verschiedene Arten von Stromsäulen, Designs. Hier haben wir nochmal so was Altes mit einem Münzzähler. Ja. Manche möchten Holzdesign haben. Das machen ja die Platzbetreiber, die ihr eigenes CI haben, selber. Ja. Ja. Das ist das für die App zum Beispiel. Das kommt zu einer Schranke, wo ich die dann öffnen kann, die Schranke. Ja. Und so gucken wir immer, was braucht eigentlich der Platz. Also bei uns geht es nicht darum zu sagen, wir haben ein Produkt, sondern bei uns heißt das, lieber Platzbetreiber, was möchtest du und was braucht auch dein Gast und welche Technik müssen wir bei dir einsetzen? Ja. Bestes Beispiel, der Säule sieht man das so nicht an. Diese Säule ist in der Cloud angebunden, das heißt, ich kann diese Säule über das Internet bezahlen. Das heißt, es gibt offene Schnittstellen für alle möglichen Anbieter. Das ist für uns wichtig für die Zukunft. Ja, ja. Und ich kann als Gast dann hier auch sehen, da ist jetzt Strom drauf. Man kann das automatisieren. Das heißt, ich fahre auf den Campingplatz, fahre durch die Schranke, mein Kennzeichen wird erkannt, dann wird automatisch die Steckdose an meinem Platz erst freigeschaltet. Ach so. Damit nicht jemand anders meinen Strom klauen kann, als Beispiel. Ja. Und natürlich können wir hier Amperezahlen begrenzen. Ich sage mal ein Beispiel, kommt ein Tesla mit einem Dachzelt. Auch der kann ja an so einer Säule laden, was er eigentlich nicht soll, weil dafür sind die nicht ausgelegt. Ja. Aber ich kann das dann managen. Also wir müssen immer mit der Neuzeit gehen, gerade E-Mobilität ist für uns ein Riesenthema, weil der Strom muss irgendwo herkommen. Das ist ganz was Spezielles, was wir jetzt dafür auch entwickelt haben. Ja. Also das heißt, jetzt eine Auswahl. Darüber wird auch der Verbrauch abgerechnet. Ja, klar. Das heißt, das geht dann vollautomatisch. Ne? Also wenn ich dann abreise, wie auf dem Campingplatz üblich, kriege ich ja meine Schlussrechnung und da wird dementsprechend auch der Strom abgerechnet. Ja. Ja. Das Besondere, wo wir immer darauf achten, was nicht immer so üblich ist, wir haben hier eine Serviceklappe, wo ich selber den Strom ablesen kann. Ach so, ist da auch zu sehen. Ja, dazu ist man gesetzlich verpflichtet, wenn man Strom verkauft. Ah ja. Und wir haben hier Sicherungsautomaten, die der Gast, der Camper selber wieder einschalten kann. Also das beste Beispiel, nachts regnet, ich habe einen Kurzschluss, weil mein Stecker nicht dicht war oder wie auch immer. Ja. Ich muss da nicht den Platzwart anrufen, ich kann selber meine Steckdose wieder einschalten. Ja, das ist wichtig. Also so Kleinigkeiten, da achten wir drauf. Ne? Also ich bin ja selber auch begeisterter Camper, mich nervt das genauso, wenn ich loslatschen muss. Ja. Und mein Stecker war auch schon mal, dass der falsch war, halt Wasser rein. Ja. Und da musste ich wirklich um 1 Uhr jemanden anrufen, es kam aber keiner mehr. Ich hatte die ganze Nacht keinen Strom. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, richtig. Was wir auch machen, man
man sieht das hier, die Beleuchtung, das ist insektenfreundlich, das leuchtet alles nach unten ab. Wir wollen gerne, dass, wenn ich als Gast irgendwo sitze, Licht habe, aber ich möchte auch nicht in so eine Straßenlaterne gucken. Nee. Ja, und da achten wir halt auch drauf. Das sind so die Feinheiten und dafür gibt es verschiedene Säulen, Größen, Typen. Das wird jetzt zu weit führen. Ja. Wir gucken immer, wie das Projekt aussieht und dann machen wir das. Ja. Ja. Das Gleiche ist hier, händische Entleerung für Fäkalien. Ja. Ja, mit einem Fußpedal brauche ich noch mal Strom für, kann ich einfach hier drauf treten, meine Kassette entleeren und spülen. Ja. Haben wir natürlich auch noch im Programm. Ja. Die Camper-Clean-Station, da kommen wir ja nachher noch mal zu kommen, ist natürlich Genau, ein das anderes ist Thema. ja auch so, was heißt, wo mich viele Camper darauf angesprochen haben, dass dieses Reinigungs- und Entleerungsgerät Camper Clean, was ihr ja verkauft und aufstellt, die Technik. Also da stehen ja einige davor und wissen nicht genau, was zu tun sollen. So, und da gehen wir, glaube ich, gleich mal hin. Wir gehen gleich mal in unsere Werkstatt, Ja. ja, weil wir machen hier bei uns Prototypenentwicklung, Weiterentwicklung, wir testen viel hier auch und das gucken wir uns gleich mal in der Werkstatt an. Okay. Das Unternehmen hat 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einige durften wir davon kennenlernen. Hier und sagt man, ja, danke schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke, dass Sie hier sind. Wir durften auch einen Blick in die Werkstatt werfen. Hier wird nicht produziert, hier wird entwickelt und Prototypen werden hier getestet. Ja, schön. Ja, also da sieht man mal, dass wir hier halt auch in dem Fall Technik machen. Ja. Und wie gesagt, das ist Prototypenentwicklung oder Spezialbau, den machen wir hier. Ne? Ja, schön. Dann ging es nochmal weiter und zwar hat mich interessiert Entsorgung Grauwasser, Fäkalien. Dazu baut die Firma auch eine Anlage und das habe ich mir mal erklären lassen. Ja, sowas baut ihr auch. Und zwar ist das eine Entsorgung, Grauwasserentsorgung. Ja, oder? das ist ein befahrbarer Abwasserschacht, bis 20 Tonnen belastbar. Der wird ebenerdig einbetoniert. Hier kann ich mit dem Fahrzeug drauf fahren und mein Grauwasser, wir sagen mal Grauwasser und Schwarzwasser. Grauwasser heißt eigentlich Duschwasser, Spülwasser und so weiter ablassen. Ja. Und du hast ja die Frage gestellt, was mache ich denn mit meinem großen Liner, der Fäkalien entsorgen möchte. Und das ist ja ein bisschen mehr, was so ein Liner entsorgen muss auf einen Schlag. Und dafür gibt es dann Bodenanschlüsse. Entweder habe ich ein Standardrohr mit einem Deckel drauf, den ich abheben kann, oder so wie hier gibt es dann halt auch, das wird auch ebenerdig eingelassen und dann kann ich hier drüber eben halt meine Fäkalien aus einem, wir sagen immer, Schwarzwassertank dann ablassen. Ja, Und, das heißt, über dieses große Becken, das ist individuell, je nach Platz kann man dort Grauwasser und Schwarzwasser ablassen oder ist grundsätzlich das nicht? Wir sagen erstmal grundsätzlich nein, weil wir wissen nicht, was vor Ort genehmigt wird. Ach so. Das ist halt immer sehr, sehr unterschiedlich. Deshalb die Betreiber müssen auch aufpassen, wie ist der Ablauf, der dahinter ist. Das sehen wir ja auch nicht. Ich als Nutzer, ja als Gast auch nicht. Und wenn ich hier auf einmal 100 Liter Fäkalien ablasse und ich habe dahinter eine Gullistrecke und der Platz riecht dann 20 Minuten nach Fäkalien, dann sage ich natürlich als Platzbetreiber, hier ist es nicht erlaubt. Wenn ich einen speziellen Anschluss habe, so wie den, und der wird abgeleitet, so dass die Gerüche nicht aus einem Gully entstehen können, dann sage ich, ja bitte gerne. Hier kannst du natürlich auch dein Schwarzwasser ablassen. Und man muss immer unterscheiden zwischen den luxuriösen Fahrzeugen, die Festtanks haben, oder wir haben uns gerade die Kassetten angeschaut. Eine Kassette hat vielleicht 15 bis 17 Liter. Ein Fäkalientank hat vielleicht 100 Liter und die Menge ist das Entscheidende. Deshalb geht das manchmal und manchmal nicht. Okay, danke. Jetzt stehen wir vor dem Reinigungsgerät, Kassettenreinigungsgerät oder wie bezeichnet, steht die Reinigungsstation. Ja, wir haben sogar bewusst Entleer- und Reinigungsstation hingeschrieben, weil wir hatten ja bei der Entwicklung viel zu lachen. Also man muss das ein bisschen mit Humor nehmen, wenn man solche Dinge macht. Ja. Und wir hatten früher nur Reinigungsstationen draufstehen und dann haben manche, weil das ja so neu war, als wir vor über 10 Jahren angefangen haben damit, haben die Kassetten erst entleert irgendwo und haben dann reingeschoben, weil das reinigt ja die Kassette. Ach so. Und die meisten konnten gar nicht glauben, dass es auch entleert. Ja. Und das ist auch so ein Learning natürlich über die Jahre, ne, die wir da haben. Ne? Ja. Genauso wie viele sagen, ja, warum habt ihr keine großen Displays und sowas da dran? Nee, es muss einfach und simpel sein. Ich muss hier kein Studium machen, um das zu bedienen. Und so ist einfach die Erfahrung. Deshalb auch immer, ich sage immer, bunte Bilder gucken, große Fotos auch, dass man sieht, das ist mein Kassettentyp, damit ich weiß, wie das Ganze überhaupt vom Ablauf her gemacht wird. Ja, okay. Also ich kann nicht so ganz viel verkehrt machen. Ich sehe ja schon mal hier, was für ein Typ von Kassette ich habe. Ja. Und da sind auch noch mal andere. Und daran erkenne ich, ob ich das Gerät nutzen kann oder nicht. Ganz genau. Also wenn meine Kassette hier nicht abgebildet ist, Geht's nicht. dann geht's nicht. Ja.
Das Gerät schützt sich aber auch selber, wenn man falsche Kassetten versuchen würde, dort reinzuschieben. Muss man immer dazu sagen. Ne? Jetzt, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, diese Geschichte Sog. Das heißt, ich habe irgendwo einen Anschluss, wo die Luft entzogen wird aus der Kassette und da habe ich ja so einen Stutzen dran. Genau, also die Fragen haben wir häufiger schon mal dazu, haben das auch bei uns in FAQs drin, aber es ist immer nur was Geschriebenes. Ich glaube, das Beste kann man mal an so einer Box zeigen. Standard-Soganschlüsse sind in der Regel, hier ist ein Loch reingebohrt worden oder an der Stelle ist etwas reingebohrt worden. Ja. Alles, was in diesem Bereich ist, genauso wie es Soganschlüsse hier in dem Belüftungsbereich gibt, das ist für die Maschine überhaupt kein Problem, weil wir tasten hier gar nichts ab, da komme ich gar nicht dran. Aha. Ich würde immer nur raten, wenn der Sog offen ist, natürlich hier gibt es ja diesen Gummiverschluss, den ich da nochmal reinstecken kann, weil wir spülen ja und machen ja sauber, sonst könnte da vielleicht ein bisschen Wasser rausspritzen. Das wäre nicht so schön. Ne? Okay. Ja, jetzt müssen wir ja mal erklären, was man überhaupt tun muss, um jetzt so eine Kassette da drin zu entleeren und auch zu reinigen. Ja, ich würde einfach mal die Schritte so durchgehen, trocken, und wir machen gleich mal die Tür auf, dass man nicht immer nur von außen was sieht. Richtig. Es ist so, wenn ich Geld eingeworfen habe, oder manche bieten das ja auch kostenlos an. Man muss auch immer wissen, uns gehören die Stationen nicht auf den Plätzen. Die Platzbetreiber kaufen die bei uns, können den Service buchen, wir kümmern uns dann auch um Wartung und so weiter. Und das vielleicht auch meine Bitte an alle Zuhörer, wenn mal was nicht funktioniert, bitte uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Ja, weil wir möchten, dass die Geräte funktionieren, und dann können wir auch mit den Platzbetreibern sprechen. Ja, das ist eine Maschine, die muss halt mal gepflegt werden. Ne? Richtig. In der Regel pflegen wir die, das heißt, wir sind dann vor Ort und machen das alles. Das heißt, wenn ich jetzt Geld eingeworfen habe, muss ich Start drücken, und dann waren wir gerade bei den Bildern. Es gibt die Firma Setford, die Firma Dometic, das sind die größten Anbieter für diese Banktoiletten, die in den Fahrzeugen sind. Was wir nicht können, sind Porta-Potties, das ist für Zelter eher. Ja. Oder wenn es irgendein China-Produkt, was wir jetzt nicht kennen, das ist jetzt hier nicht implementiert. Aber was auf dem europäischen Markt unterwegs ist, das können wir halt auch reinigen. Ja. Und ich muss mich einfach entscheiden, ob ich eine Setford oder eine Dometic habe. Ja. Und wenn ich jetzt hier den Bereich Setford wähle, ich habe jetzt hier eine Setford-Kassette, man sieht ja hier die Abbildung, das passt zusammen. Ja. Dann drücke ich hier auf den Auswahlknopf und dann muss ich einfach der Anleitung folgen. Ja. Das heißt, hier steht schon wieder Start drücken, mache ich dann nochmal. Ja. Dann fährt die Tür auf und dann habe ich, diese Boxen haben alle einen inneren und äußeren Schließmechanismus. Ja. Ich gehe jetzt hier einfach hin und öffne den inneren Schließmechanismus. Aha. Und den Deckel brauche ich nicht. Der bleibt komplett zu. Aha. Das ist also im Grunde genommen der Schritt hier. Ja. Was hier mal wichtig ist, wenn ich vergessen habe, diesen Knopf zu drehen, steckt die Box rein, dann kommt die rote Lampe und dann kommt deshalb das Bild mit dem Fragezeichen. Das erkennt das Gerät? Das erkennt der, und dann kann ich immer noch mal machen. Also ich kann hier nichts falsch machen in dem Bereich. Ja. Und jetzt machen wir mal die Box auf, dass man das vielleicht mal besser sieht, wie sonst auf vielen Videos. Und zwar, hier wird ja die Box eingeschoben. Warte mal einen kleinen Moment, ich hole mal die Kamera ein bisschen näher, dass wir das können wir ruhig so machen. So, jetzt erzähl weiter. Okay, also hier wird ja die Box eingeschoben, das heißt, die Tür ist offen. Das sehe ich ja als Gast gar nicht, was wir jetzt heute hier machen. Ich habe den Drehknopf auch geöffnet, und jetzt schiebe ich die Box genauso, wie ich das an meinem Auto auch immer mache beim Fahrzeug. Schiebe die einfach hier bis zum Ende rein, und das war's. Ja. Okay, das sieht entschuldige, wenn ich die unterbreche, Ralf, aber der Kunde sieht das ja nicht, weil die Tür sonst zu ist. Diese ganze Technik sieht er nicht. Nein, diese Öffnung sieht der Kunde. Ja, genau. Und jetzt nochmal das Wichtige zum Thema Sog, dass man das mal so verinnerlicht. Ja. Wenn ich hier jetzt einen Soganschluss habe oder hier, man sieht das hier, wir kommen hier nirgendwo dran. Nee. Deshalb ist ein Standardsog, wenn der hier verbaut ist, überhaupt kein Problem. Ach, okay. So, und was wir jetzt machen, wenn die Box hier drin ist, auf der Anleitung steht dann nochmal Start drücken, dann fährt die Tür zu. Und wir fahren, da haben wir auch ein Patent drauf, wir fahren mit einem kombinierten Saugspülrohr in die Box. Das heißt, wir saugen das Ganze ab. Ja. Gleichzeitig ist die Box hier gelagert, das heißt, so als wenn man das händisch schockeln würde, wird das in Bewegung gebracht. Und dadurch, dass wir das absaugen, können wir halt auch messen, ob Verstopfungen drin sind. Das Problem sind nicht die Fäkalien, das Problem ist immer Toilettenpapier, Feuchttücher, alles, was da auch vielleicht nicht reingehört, Tischtennisbälle, was wir schon so alles gefunden haben. Und das erkennen wir, und dann fährt das Programm hier ein anderes Reinigungsprogramm, um einfach erstmal das zu lösen. Wenn jemand aber da jetzt eine Pampers reingeschmissen hat, das wird ja niemals rausgehen, dann gibt es die Box mit Pampers auch wieder raus. So schützt das System sich immer selber. Wir kriegen häufig die Frage, was ist mit dem Sanitärzusatz, den ihr da benutzt? Was wichtig ist, der wird extra für uns hergestellt, der ist umweltfreundlich. Und der Sanitärzusatz wird ganz am Ende, wenn die Box sauber gereinigt ist, kommen 1 bis 1,5 Liter Frischwasser rein und der Sanitärzusatz.
Und über das gleiche System, wo wir absaugen und reinigen, kommt zum Schluss der Sanitärzusatz rein. Und damit reinigt das System sich auch immer selbst. Das also hat einen Doppeleffekt. Nicht nur, dass ich das nutzen kann, sondern es reinigt sich auch halt immer selber. Und der Vorgang dauert 2,5 Minuten. Und dann ist die Box im Grunde genommen wieder fertig einsatzbereit. Das heißt, ich ziehe einfach nach Ende der Reinigung wieder raus, den Knopf wieder zurückdrücken und jetzt kann ich das einfach wieder in mein Fahrzeug reinschieben und das war's schon. Schön. Ja, was passiert, wenn die Kassette kommt immer wieder raus oder kriege ich immer wieder raus? Also die Kassette, ich sag mal, der Super-GAU wäre ein Stromausfall. Ja. Aber ich meine, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben jetzt schon Millionen von Reinigungen gemacht über die Jahre. Ja. Wenn ich sehe, was wir an Ausfällen haben, das ist so gering. Also sie sind sehr robust und sehr zuverlässig. Ja. Das heißt also, die Technik macht da keine Schwierigkeiten. Das heißt, die Jalousie geht immer auf, dass ich die Kassette auch wieder rauskriege. Auch wenn mal irgendwas nicht stimmt, kriege ich die Kassette immer raus. Ja, wir haben eine Sensorik, die erkennt das, was nicht in Ordnung ist. Ja. Und dann wird die Kassette einfach freigegeben. Ja. Eigentlich fangen wir sogar einen Schritt eher an. Die Reinigung startet erst gar nicht. Ja. Das heißt, wenn die Kassette nicht gescheit erkannt wird, warum auch immer, dann fängt das Gerät erst gar nicht an zu arbeiten. Ah, ja. Und was wichtig ist, wenn hier 3 Minuten nichts passiert, dann fährt irgendwann automatisch die Tür wieder runter, weil wir wissen ja nicht, ob jemand einfach weggegangen ist. Und wir wollen ja nicht, dass vielleicht, weiß ich, Kinder da Sand reinschmeißen oder sonst was so passieren kann. Ja. Das muss man einfach wissen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Stromausfall, ja klar, dann muss ich zum Betreiber gehen. Ja. Okay. Ja, Ralf, dann sage ich herzlichen Dank für deine ganzen Ausführungen, dass du uns das so hier gut erklärt hast. Ja, ich hoffe, dass die Camper dann jetzt ein bisschen besser informiert sind, wenn sie so ein Gerät nutzen wollen. Ja. Und es werden immer mehr. Vielleicht noch mal kurz, wie viele Geräte habt ihr von Wir sind jetzt, Stand auf der Homepage nicht mehr aktuell, wir sind jetzt bei etwas über 700 Stationen. Ja. Neu dazu bekommen haben wir jetzt Australien. Wir sind ja schon in 16 Ländern in Europa unterwegs gewesen. Ja. Das geht jetzt halt auch noch mal weiter weg von unserem Kontinent, wo wir natürlich auch sehr stolz drauf sind. Ja, schön. Wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Unternehmen und irgendwo vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Danke an die Firma Camperclean für die Informationen. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.